Mein Name ist Manfred Löbert. Ich führe den Ackerbaubetrieb mit 40 Hektar Ackerbau und angehängten Lohnunternehmen. Wir bauen auf unserer Fläche Wintergerste, Winterweizen, Sojabohnen und Körnermais an. Erfahren habe ich von Xavier Field Manager bei einer Winterveranstaltung. Da wurde die Software vorgestellt und ich war schon seit längerem auf der Suche nach einer Software, wo ich auch Applikationskarten erstellen kann unter anderem, und habe es dann auch gleich ausprobiert. Die Vorteile, die ich in dem System sehe, ist einerseits das Überwachen der Wachstumsstadien, andererseits das Krankheitsmonitoring und das Herunterladen von aktuellen Satellitendaten, um die variablen Applikationskarten zu erstellen. Zum Ersten, die Wachstumsstadien sind wichtig, dass ich die immer im Blick habe, dass ich genau weiß, wann ich zum Beispiel die Wachstumsregler-Applikation setzen soll, dass die punktgenau zum EC31 zum Beispiel bei der Wintergerste gesetzt wird. Nur da habe ich den optimalen Effekt, nur da kann ich auch die Mengen dann so weit reduzieren. Zum Zweiten das Krankheitsmonitoring. Das Ziel ist wieder die Reduzierung der Mengen. Das kann ich eben nur dann, wenn ich genau weiß, wann eine Krankheit sich aufbaut, dass ich dann zielgerichtet, zeitgerecht das Fungizid appliziere. Die Nutzung der Applikationskarten hilft mir dabei, die Applikationsmengen zu reduzieren, indem dass ich nur die Stellen stärker behandle, die dies auch nötig haben, und auf anderen Stellen eben die Mengen runterfahren kann. Somit brauche ich weniger Pflanzenschutzmittel, dadurch wird meine Produktion nachhaltiger. Ich nutze überwiegend die Handy-App, um den Überblick über das Krankheitsmonitoring zu beobachten. Und erst bei Erstellung von variablen Applikationskarten, da ist es ja dann sinnvoller und nötig, PC das auszuarbeiten. Die Übertragung der Karten ins Terminal funktioniert recht einfach, indem ich einfach das richtige Terminalsystem anklicke, das auf meine Schleppermarke passt, und das wird dann übertragen, funktioniert einwandfrei. Ich nutze auch gerne mal die Scouting-App, um Unkräuter zu bestimmen, festzuhalten, zu fotografieren. Die werden dann in der App gespeichert, auch mit Ortsbezug. Und somit kann ich im Nachhinein, wenn die Felder Rundfahrt gemacht haben, noch auf der Karte sehen, wo welches Unkraut da war. Also das hilft mir sehr dann bei der Wahl der Herbizide. Der Applikationstimer ist eine Funktion, die mir sagt, okay, jetzt in den nächsten 5 bis 8 Tagen sollte ich diese Septoria-Behandlung zum Beispiel ausbringen. Und ich sehe das nicht als genaue Vorschrift, sondern ich sehe das als Hilfsmittel an, wodurch ich meine Bestandskontrollen noch zielgerichteter machen kann und dann persönlich zu einer Entscheidung komme, wann ich appliziere. Field Manager entspricht in großen Teilen meinen Erwartungen, besonders im Hinblick auf die Applikationskarten funktioniert schon ganz gut. Die Satellitenbilder können ausgewählt werden, da sind sicher noch Verbesserungen machbar, denke ich, von der Technik, aber es ist schon ein brauchbares System, das in den nächsten Jahren sicher noch vermehrt Einzug halten wird, auch bei mir im Betrieb. Also ich denke, die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken aus der Landwirtschaft.